Wir befinden uns nun im Archiv von Pro Heraldica, dass Sie auch hierfür einen kleinen Einblick bekommen. Und auf dieser Seite haben wir im Wesentlichen Siegelsammlung, heraldische Literatur, Sammelwerke, alles was mit dem Thema Familienwappen zu tun hat. Auf dieser Seite Standardwerke zur Genealogie, angefangen vom Gotha über das Deutsche Geschlechterbuch bis zu anderen genealogischen Sammlungen. Der Grund, warum ich mich hier aufhalte, ist ganz einfach der, Ihnen mal auch zu zeigen, welche Literatur notwendig ist, um bestimmte Fragestellungen zum Thema Familienwappen überhaupt vernünftig beantworten zu können. Nirgendwo in den Wissenschaften der Heraldik und Genealogie so viel Unsinn getrieben worden wie in den letzten 200 Jahren zum Thema Familienwappen. Und wir werden immer gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem ordnungsgemäßen, einem richtigen Wappen? Wie definiert sich eine Führungsberechtigung? Was unterscheidet ein bürgerliches von einem adligen Familienwappen? Diese Fragen möchte ich Ihnen nun hier in unserem Archiv beantworten und Ihnen auch anhand von ein paar Beispielen veranschaulichen. Grundsätzlich kann man sagen, gibt es zwei Möglichkeiten der rechtmäßigen Wappenführung. Und ich betone das rechtmäßig. Denn wir gehen bei Pro Heraldica davon aus, dass über die Hälfte der Wappen, die wir zur Prüfung eingereicht bekommen, nicht registrierungsfähig sind, weder den heraldischen Regeln entsprechen, noch eine Führungsberechtigung für das jeweilige Familienwappen gegeben ist. Die erste Möglichkeit, rechtmäßigen Familienwappen zu führen, ist die, dass aus der Historie der Familie ein solches schon vorhanden ist. Da muss aber einer der Stammväter definitiv eine solche Tradition begründet haben. In aller Regel kann man davon ausgehen, dass es auf die meisten Familiennamen mehrere Wappen in der Literatur gibt. Auf meinen Familiennamen Heimbach, der nicht allzu häufig vorkommt, konnten wir 16 Familienwappen in der deutschsprachigen Literatur finden. Jetzt kann ich nicht hergehen und sagen, wunderbar, die lasse ich mir alle bibliografieren und dass das mir am besten gefällt. Ich heiße ja auch zufällig Heimbach, das nehme ich an. Das geht nicht. Das Recht auf eine historische Wappenführung leitet sich nicht von einer Namensgleichheit, sondern von einer genealogischen Herkunft ab. Das heißt, wenn wir einer Familie ein historisches Wappen zusprechen wollen, müssen wir definitiv nachweisen, dass sie lückenlos vom Stifter eines solchen Wappens abstammen. Da unterscheidet sich seriöse Heraldik von unseriöser Heraldik. Das muss ich so betonen, denn vor allem in der Kaiserzeit war es schick für viele Familien, ein Familienwappen zu führen. Dann sind sogenannte heraldische Reisende durch die Lande gezogen, haben industriellen Familien, Gastwirtsfamilien, reichen Bauernfamilien Wappen angedient. Die haben sie aus der Literatur entnommen, da waren sie zufällig bei einer Familie Meyer, haben sie gesagt, hier haben wir 3 Meyer-Wappen im Siebmacher oder im Riedstaber oder in einem anderen heraldischen Nachschlagewerk. Welche gefällt Ihnen denn und wollen Sie es dann gegossen oder geschnitzt? Und so sind dann vor allem so um 1900 rum viele Wappen in Familien gekommen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Die sind dann nicht hinterfragt worden, von Generation zu Generation weitergegeben worden. Die Enkelkinder reichen es heute bei uns ein und müssen dann ganz verwundert feststellen, dass sie da seit 3 Generationen ein Familienwappen führen, das in ihrer Familie gar nichts zu suchen hat, wo sie sich rein rechtlich gesehen durch das Führen dieses Wappen auch strafbar machen. Das sind Fälle, denen beginnen wir relativ häufig. Das heißt, der Weg zu einem historischen Wappen führt dann zwangsläufig immer über eine Familienforschung. Ich muss wissen, wer waren meine Vorfahren, wo kommen sie her, was für einen sozialen Stand hatten sie. Und nur wenn der entsprechend hoch war, besteht überhaupt die Chance, auf eine historische Wappenführung, an ein historisches Wappen zu kommen. Sollte das nicht der Fall sein, so hat auch jede Familie nach wie vor in Deutschland das Recht, eine solche Tradition neu zu begründen. Das heißt, ein Familienwappen zu stiften. Die heraldischen Regeln stammen aus der Anfangszeit der Heraldik aus dem 12. Jahrhundert und haben sich bis heute nicht verändert. Das heißt, wenn wir ein Wappen gestalten, machen wir das nach denselben Regeln, die bereits im 12. Jahrhundert gegolten haben. Wir erarbeiten das mit unseren Kunden zusammen, bringen das dann auch ordentlich zur Veröffentlichung und zur Registrierung. Zur Stiftung wie geht man bei einer Wappenstiftung vor, gehe ich in einem separaten Video nochmals darauf ein, weil das ist wirklich eine umfangreichere Geschichte. Was ich Ihnen aber allerdings noch zeigen möchte, damit Sie wissen, wie sieht ein ordentliches Wappen aus, welche Bestandteile gibt es, welche Farben gibt es, welche Regeln gibt es, zeige ich Ihnen mal 2 Beispiele. Ein Familienwappen, so wie wir das veröffentlichen, ist grundsätzlich ein Vollwappen, bestehend aus den unterschiedlichen Bestandteilen.
dem Schild, dem Helm, den Decken, dem Oberwappen der sogenannten Helmzier. Die persönlichen Elemente befinden sich immer im Wappenschild und auf dem Helm in der Helmzier. Helm und Decken gehören zwangsläufig zu einem Vollwappen, haben aber nur schmückenden Charakter. So sieht ein Familienwappen aus und diese Bestandteile gehören zu jedem Familienwappen. Das hier ist ein bürgerliches Wappen. Der Unterschied zwischen einem bürgerlichen und einem adligen Wappen liegt nur in wenigen Details. Die heraldischen Regeln gelten für beide Familien. Im bürgerlichen Wappen sehen Sie hier einen geschlossenen Stechhelm. Der kann frontal gezeigt sein, der kann auch von der Seite gezeigt sein. Und der Übergang zwischen Helm und Helmzier bildet beim bürgerlichen Wappen ein sogenannter Wulst. Im Gegensatz dazu ist das adlige Familienwappen, wie das Beispiel hier der Familie von Bismarck zeigt, in der Regel von einem turnierfähigen und offenen Bügel- oder Spangenhelm geziert und der Übergang zwischen Helm und Oberwappen wird durch eine Krone gebildet. Wenn Sie also bürgerliche Wappen mit diesen adligen Attributen sehen, dann kann in aller Regel etwas nicht stimmen. Dann haben wir teilweise schon Wappen gesehen, bürgerliche Wappen mit Hermelinmänteln, mit kaiserlichen Kronen, mit Schildhaltern und allem, was dazugehört. Das ist ungeheuer anmaßend, das geht heraldisch nicht. Das natürlich hat auch mit sauberer und seriöser Heraldik in keinster Art und Weise was zu tun. Es gibt ein nettes Buch, das ich dann immer gerne zitiere, herausgebracht vom ehemaligen Präsidenten des Herolds, Herrn Arndt, der Wappenschwindel, seine Werkstätten und ihre Inhaber. Hier ist so diese Subkultur, die um die Jahrhundertwende entstanden ist und ihre Macher auch einmal schön beschrieben. Also da gibt es mittlerweile auch schon Literatur über diese Fälschungen, die in der Heraldik im Umgang sind. Mir ist es wichtig, dass unsere Kunden darüber aufgeklärt sind, wie sieht gute aus und seriöse Heraldik aus, was stimmt unter Umständen bei meinem Familienwappen nicht und wie kann ich das dann entsprechend richtigstellen und überarbeiten lassen. Sie haben die Möglichkeit, uns Wappen einzusenden, wir prüfen das. Die Erstprüfung kostet auch nichts, das machen wir in der Regel kostenlos. Wenn es aufwendiger ist, werden Sie selbstverständlich im Vorfeld über etwaige Recherchekosten informiert.